Mich erreichte eine Zuschrift, in der sehr schön, sehr präzise die Frage formuliert wurde: „Wie viel Nachrichten tun eigentlich gut? Wie kann ich mit dem Sog umgehen, den die Welt der Nachrichten, der weltweiten Nachrichten auf mich ausübt in diesen sehr bewegten Zeiten?“ Und das macht ein Riesenthema auf. Ich bin selber auch jemand, der gerne Nachrichten schaut, eben auch gerne Nachrichten von der ganzen Welt. Und es ist nicht erst seitdem der Krieg vor unserer Haustür losgegangen ist, sondern ich bin mir bewusst, dass es in dieser Welt heutzutage, also im vergangenen Jahr, 70 bewaffnete Konflikte gibt. Und ich bin mir auch bewusst, dass das, was hier so geschieht auf dem Erdball, eigentlich gar nichts Neues ist. Und das schrieb die Person auch in ihrem Brief, dass sie sich bewusst ist, dass das eigentlich alles wiederkehrende Phänomene sind, dass sich da etwas wiederholt und ob wir nicht als Praktizierende auf dem Weg des Erwachens gut dran tun würden, irgendwie aus diesem Sog auszusteigen, uns von dem nicht mehr erfassen zu lassen, dem Nachrichtensog, dem Informationssog, also auf jeden Fall aufzupassen, kein Informationsjunkie zu werden und, hm, dass wir vielleicht uns drum kümmern könnten, was denn das rechte Maß wäre für uns. Und jetzt kommt meine Antwort, und zwar auch aus dem persönlichen Erleben. Die Antwort ist einfach. Wir sollten nur so viel News, Nachrichten, Informationen aufnehmen, wie wir auch verdauen können. Punkt. Wie wir auch verdauen können. Und da schauen die meisten nicht hin, beziehungsweise spüren nicht hin. Ich spüre das in mir, wenn ich im Radio wenn ich im Auto unterwegs bin und das Radio einschalten könnte. Ich spüre immer erst hin: Möchte ich jetzt gerade die Nachrichten aus aller Welt hören? Möchte und so geht es auch im Computer. Möchte ich jetzt gerade die verschiedenen Newsticker anklicken und informiert sein? Und ich weiß, für bestimmte Gespräche, zum Beispiel wenn ich mit Israelis und Palästinensern spreche, dann weiß ich, ich sollte nicht in dieses Gespräch gehen, ohne die letzten Informationen zu haben, was gerade im Gazastreifen passiert, was im Libanon, in Israel, im Westjordanland, auf den Golanhöhen, was da alles so los ist. Und da ist es wichtig, dass ich informiert bin. Und genau das bitte ich euch auch zu erfüllen. Erstmal insgesamt, bin ich gerade aufnahmebereit? Aufnahmebereit bedeutet auch, bin ich gerade durchlässig genug? Wenn mich schon etwas anderes beschäftigt und ich damit im Prozess bin, sollte ich nicht die Nachrichten anstellen. Ich sollte mich erstmal um das kümmern, was mich ohnehin schon beschäftigt. Bei den Nachrichten haben wir die Möglichkeit zu wählen, welche Nachrichten wir hören wollen. Das heißt, wir können gezielt bestimmte Kanäle und Newsticker zu bestimmten Themen ansteuern, die uns die Informationen holen, die wir wollen, statt uns reinziehen zu lassen. Also ich bin zum Beispiel jetzt jemand, der früher gern Fußball gespielt hat, und wenn ich dann gehe ich da auf die Weltpolitik und plötzlich werden mir solche Fußballnachrichten reingespielt, die muss ich aber mir nicht noch reinziehen. Das ist, wo Selbstkontrolle anfängt und ich dann sage: „Nein, ist jetzt nicht an der Zeit.“ Und zu anderen Zeitpunkten schaue ich nach, wie der SC Freiburg gespielt hat. Völlig in Ordnung. Aber ich wähle. Und diese Wahl zu treffen, das ist die eigene spirituelle Reife. Da bin ich als Erwachsener gefragt, mein Leben in die Hand zu nehmen. Und ich bitte euch, keine generelle Entscheidung gegen Nachrichten, gegen Informationen zu treffen.
Wir sollten informiert sein. Und ich finde es wichtig, dass buddhistisch Praktizierende in dieser Welt Einfluss nehmen auf das, was sich hier gestaltet. Wir sollten sprechen, handeln, uns engagieren in Gruppen, das tun, was unserer Anschauung nach, unserem Gefühl nach das Sinnvollste ist. Und es geht nicht darum, dass wir alle gleich ticken, sondern auch unter den buddhistisch Praktizierenden ist eine Vielfalt von Anschauungen. Aber da wir alle motiviert sind, mit Respekt voreinander in der Welt unterwegs zu sein, mit Respekt vor der Natur, mit Respekt vor Andersdenkenden, mit der Fähigkeit, uns in andere Positionen hineinzufühlen, mit dem Wissen, dass jede Position nur eine vorübergehende sein kann, dass es eigentlich darum geht, eine umfassende Sicht von Situationen zu entwickeln. Mit diesem Wissen können wir in der Welt unglaublich hilfreich sein. Und deswegen, ja, wenn du, der du mir jetzt gerade zuhörst, ein Nachrichtenjunkie bist, dann braucht es zuerst einen Entzug. Also, dann machst du es erstmal so, dass du für eine Weile, und die darf nicht zu kurz sein, wir sprechen jetzt nicht über eine Woche, wir sprechen jetzt mal drüber, mal für ein paar Wochen keine Nachrichten dir reinzuziehen. Und da brauchst du natürlich Alternativen. Aber dann kann das keine Dauerlösung sein. Nachrichten sind ja auch nicht so giftig jetzt wie eine Droge. Du bist also kein Junkie in dem Sinn, aber du wirst dann versuchen, dir dosiert die Nachrichten zu besorgen in den Bereichen, wo du informiert sein möchtest. Und jetzt kommt noch etwas ganz Wichtiges. Für uns als normal empfindende Menschen ist es viel wichtiger, darüber informiert zu sein, was in dem Umfeld, wo wir leben, passiert. Also Lokalpolitik, Kommunalpolitik und das, was in den Familien und Wohnungen und Häusern und Straßen um uns herum passiert, weil dort können wir noch etwas Einfluss nehmen. Es ist unglaublich schwierig, ständig über etwas informiert zu sein, worauf wir gar keinen Einfluss nehmen können. Denn dann müssen wir nicht nur die Information verdauen, sondern sind immer gleichzeitig auch mit unserer Ohnmacht konfrontiert. Also mit einem Gefühl, eigentlich gar keinen Einfluss zu haben. Wir können uns dann auch aufregen über die Politiker, über die Bonzen, über was auch immer. Wir können uns immer aufregen über den Trainer und jenes. Ist, aber eigentlich ist es nur eine Notlösung, uns ständig aufzuregen und Angst zu haben. Wir werden ständig infiziert mit Sorgen, mit Angst, weil unvermeidlich die Nachrichten meistens über etwas sind, was geändert werden müsste, wo Bedenken sind, wo vielleicht ein politisches Handeln gefragt ist. Wenn die Dinge gut laufen, ist kein politisches Handeln gefragt. Deswegen taucht es auch nicht so oft in den Nachrichten auf. Auch wenn es Positive News, ja, Constructive Journalism, obwohl es das gibt und sehr wichtig ist, wird es nie so sein, dass die Nachrichten irgendwie auch nur annähernd zur Hälfte positive Nachrichten sind. Wir werden immer mehr mit den Schwierigkeiten konfrontiert sein. Und da sollten wir aufpassen, dass wir nicht zu vieles hören aus Bereichen, auf die wir keinen Einfluss haben. Das ist unter anderem auch ein Grund, warum ich sehr dafür bin, einige Aspekte der direkten Demokratie bei uns auszubauen, sodass mehr mehr Mitbestimmung möglich ist von der Basis her, dass es häufiger Volksbefragungen gibt und. Weil nur so dieses extrem blockierende Gefühl der Ohnmacht zu vermeiden ist, eine Ohnmacht, die umschlägt in eine Wut auf diejenigen, die die Entscheidungen fällen. Die tun vielleicht ihr Bestes, vielleicht tun sie auch nicht ihr Bestes, sondern nur ihr persönliches Bestes. Aber es sei dahingestellt, dieses Umschlagen in eine generelle Kritik von
der Demokratie, von unserem Staat, von Systemen, von Politikerkasten oder Ärztekasten oder was auch immer, wie man sie alle nennt. Das kann nur verhindert werden, wenn wir tatsächlich Einfluss nehmen können. Und deswegen mein Rat ist an all diejenigen, die mit dieser Frage des Nachrichtenkonsums beschäftigt sind, nur dann, wenn du dich bereit bist dafür, immer wieder mal Phasen einlegen ohne Nachrichten, also Abstinenzphasen einlegen und dann wieder gucken, ob sich was geändert hat. Bei der Auswahl der Nachrichten darauf achten, dass es auch Nachrichten hat aus Bereichen, wo du Einfluss nehmen kannst. Und vermeide es, Nachrichten einfach nur zu lesen, weil sie auf deinem Bildschirm auftauchen, weil sie irgendwo anklopfen. Das ist eine Fähigkeit, die durch die Meditation verstärkt wird. Eine erhöhte Achtsamkeit sagt mir: „Oh, das schiebt sich jetzt gerade aufgrund eines Algorithmus auf meinen Bildschirm“, sei es Handy, sei es mein PC, was auch immer. Da falle ich jetzt nicht drauf rein, sondern gehe den Weg, den ich selber einschlagen möchte, sodass wir nicht von einem zum anderen kommen. Und dann möchte ich euch sehr, sehr, sehr bitten, das Auge darauf zu haben, dass sich tatsächlich die Dinge wiederholen und dass es keinen Grund gibt, eine außerordentliche Angst zu haben, irgendwie eine Angst, was ganz Besonderes würde jetzt gerade passieren. Wir haben das Glück, 80 Jahre Frieden hier im westlichen Teil Europas erleben zu dürfen. Und das ist an sich überhaupt schon die Ausnahme. Das Normale ist, dass alle paar Jahrzehnte hier Krieg war. Und es ist in der Geschichtsschreibung keine andere Periode zu finden, wo es schon mal 80 Jahre in diesen Ländern ruhig war. So viel zu den sich wiederholenden Phänomenen ganz konkret in unserem Breitengraden. Der Grundmotor von Samsara ist, dass Menschen ihr eigenes Wohl über das Wohl der Gesamtheit stellen und dass sie immer meinen, nicht alle, aber dass viel zu viele meinen, sie könnten, um ihr eigenes Wohl durchzusetzen, das Wohl anderer mit Füßen trampeln. Und an diesem Grundprinzip werden wir wohl nicht so leicht etwas ändern. Wir müssen in unserem Umfeld mit Vorbild vorangehen. Ja, das tut gut, das tut allen gut. Aber wenn wir dann solche Nachrichten aus der Welt bekommen, dass wieder einmal derjenige oder diejenige aus Egoismus, ganz offenkundigen Egoismus gehandelt hat, dass wieder einmal eine Gruppe die andere Gruppe angegriffen hat und niedermacht und, dann sollten wir auch nicht überrascht sein. Das liegt leider in der Natur von Menschen, die nicht an ihren Emotionen arbeiten, die nicht mit ihrem Geist arbeiten, die ihr Herz aufgrund sicherlich schwieriger Erfahrungen verschlossen haben. Und unsere wichtigste Aufgabe ist, dass wir überall dazu beitragen, dass sich Herz und Geist öffnen und dass wir in diesem Wir-Gedanken ankommen, dass wir immer bei unseren Entscheidungen versuchen, so viel wie möglich von der Gesamtsituation zu erfassen. Das wären so meine Gedanken zu der häufig an mich herangetragenen Frage: Wie soll ich mit den Nachrichten in diesen bewegten Zeiten umgehen? Vielen Dank wieder für euer Zuhören.